zumindest ist das so das ist zumindest mein Weg. Ich weiß nicht, ob das für andere so irgendwie geht. Ja, also für mich macht es ganz, ganz viel Sinn. Und du hast in einem deiner letzten Newsletter auch geschrieben über die Wertschätzung des Materiellen auch. Also dass viele, die sich mit spirituellen Dingen beschäftigen, unbewusst das Materielle geringer schätzen als die feinstofflichen Ebenen. Und dann ist ja die Tendenz schon da, dass man dann auch sich eher hinaus begibt. Aber würdest du sagen, das ist eigentlich unsere wichtigste Aufgabe, dieses hier ins Materielle zu verankern, indem wir es runterholen und nicht indem wir selber wieder, ja, IT will nach Hause. Ne? Das ist, ja. Ja, schon. Und nur dann kann unser Licht ja auch in unserem Körper sein und sich dann auch mit der Erde verbinden. Und ja, also ich finde das darum schon wichtig, aber es ist halt der Weg, der schwieriger ist, als wenn man sagt, man geht einfach oben raus und trennt sich von dem, was man nicht gut findet, und dann, also sind halt zwei verschiedene Wege, und ich glaube, die wenigsten machen dass sie wirklich ihr Licht hierher bringen wollen, weil das halt auch einfach unangenehme Phasen drin hat. Und wir wollen ja alle, dass es uns nur gut geht. Und dann haben wir manchmal so irgendwie diesen Wunsch, dass man ab jetzt alles vermeidet, was irgendwie seltsam ist. Aber es ist ja wie mit Glaubenssätzen. Wenn man sich etwas manifestieren will und man zum Beispiel ein Gefühl von Fülle in sich haben will, dann kann man das ja nur wirklich auf allen Ebenen fühlen, wenn man auch sich anschaut, was sind denn die Blockaden, die man in sich hat, die das Gegenteil sagen. Und wenn man sich das nicht anschaut, dann sind die ja immer im Unterbewusstsein und beeinflussen von dort ja immer die eigene Energie und das Leben. Also ich kenne keinen Weg, wo man um das rumkommt, wenn man wirklich sein Licht hier hinbringen will. Es ist einfach bei jedem anders, weil jeder andere Themen hat. Aber einfach so von dem, wie ich denke, wie das funktioniert, kommt man da nicht drum rum. Auch wenn die meisten das wollen, wenn es um Schwingungserhöhung geht. Und wie kann ich das jetzt im Alltag umsetzen? Das eine ist die Blockaden wahrnehmen. Und wenn ich dann so eine Blockade, wenn ich sage, ups, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin mit mir, da ist es, bin ich echt blockiert. Was mache ich dann? Oder was machst du dann, wenn du bei dir, falls es sowas überhaupt gibt? Naja, viele denken, ja, aber das ist wirklich so, viele denken, jemand mit einem Meisterbewusstsein steht einfach immer über allem. Und es stimmt so nicht. Das stimmt so nicht. Auch diese Menschen sind Menschen. Und da ist manchmal so eine große Projektionsfläche auch. Dass man denkt, ja, die haben ja gar keine Probleme, bei denen ist immer alles rosa, ist immer alles super, wunderbar. Christina ist immer nur happy von morgens bis abends und ja, das denken viele. Wusstest du das nicht? Also ich kann mir schon vorstellen, dass viele Leute so denken, aber sobald du in diese Gesellschaft inkarnierst, hast du sofort
Blockaden dabei. Nur schon von deinen Vorfahren. Das wird ja direkt in deine Zellen weiter vererbt. Also man hat eine ganz aufgeräumte Familie und wenn man und in der Kindheit nur ganz aufgeräumte Menschen um sich. Aber ich glaube, das hat fast niemand. Vielleicht gibt es Orte, wo das so ist, das kann ja sein. Aber ich glaube, so in den meisten Fällen ist das nicht so. Und darum hat jeder von uns automatisch Dinge dabei, ganz unabhängig davon, was er selber seelisch mitgebracht hat. Und das Gute daran ist, das sind ja oft auch Dinge, die auch ganz allgemein immer in der Gesellschaft als Muster drin sind. Und diese Muster können ja nur gelöst werden, wenn die halt jemand auflöst, und das geht nur, wenn man die selber hat. Also einerseits, man muss ja fairerweise unseren Ahnen gegenüber sagen, wir haben einerseits auch die Blockaden der Ahnen dabei, aber auch die Potenziale und die Talente und das Schöne, was die vor uns alles schon realisiert hatten. Das haben wir ja auch. Und jetzt habe ich mich selber irgendwo hingeführt und den Faden verloren. Ich wollte dich nämlich noch was ganz Bestimmtes fragen und jetzt habe ich es vergessen. Vielleicht kommt es gleich wieder. Ja, ich wollte dich fragen, wenn du so einer Blockade begegnest, was sind dann Wege, wie wir damit umgehen können, wenn wir sagen, okay, aber das will ich nicht mehr. Also das ist ja dann, da steht wieder eine Entscheidung, oder? Ich will es anders. Und wie gehst du dann vor, oder was wäre für dich ein Weg, um zu sagen, ich will es jetzt anders? Wie kann man das machen? Es kommt halt darauf an, was es für eine Blockade ist. Wenn es so ein Gedanke, ein Glaubenssatz ist, dann kann man sich fragen, was man stattdessen will. Und wenn man den gefunden hat, dass man den immer wieder übt. Weil es braucht dann ja meistens eine gewisse Zeit, bis man das fühlen kann. Und da braucht es halt Geduld. Also, dass man nicht aufgibt, wenn man nach einer Woche irgendwie das Gefühl hat, dass sich irgendwie nichts groß verändert hat. Also dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Und kann man dann auch sein geistiges Team einschalten und sagen, die warten ja immer nur darauf, dass wir sie bitten, oder? Also, dass wir denen sagen, könnt ihr mir bitte helfen, dass ich da an dem und dem Punkt weiterkomme. Wäre das auch was du empfehlen würdest? Und sie können uns ja nur helfen, wenn wir sie darum bitten. Du hast vorhin etwas erwähnt, was ich ganz, ganz wichtig finde, und zwar das, was wir an Blockaden dabei haben, was so also die ganze Gesellschaft gemeinsam hat, ja. Und wenn du jetzt davon sprichst, dass es nicht vorgesehen war, dass die Menschen so ins Vergessen kommen und so weiter und so fort, da waren ja Einflüsse, ja, die zumindest nicht förderlich waren oder die das vielleicht mit Absicht verhindert haben, dass sich das menschliche Bewusstsein in dem Tempo entwickelt, wie es vielleicht mal vorgesehen war. Und wir haben alle, würde ich jetzt mal sagen, aus diesen Zehntausenden von Jahren oder dieser langen, langen, langen Zeit, zum Beispiel, das haben wir ja alle, ja, man muss gehorchen, man bekommt was gesagt und das muss dann gemacht werden. Das ist ja ein gesellschaftliches Phänomen, dass wir sind alle so groß geworden und auch in der Schule. Der Lehrer sagt was, dann musst du das tun. Und eines deiner Bücher trägt den Titel Der Ungehorsam der Liebe.
ist es für dich der Weg aus diesem gesellschaftlichen, kollektiven Muster, was wir haben, was den Gehorsam anbetrifft? Es geht einfach darum, dass wir wieder selber denken und Dinge reflektieren und dann selber für uns entscheiden, stimmt das für mich oder stimmt das für mich nicht? Weil die meisten Menschen, die denken ja nicht mehr selber. Sie glauben zwar, sie würden es, aber eigentlich sind alle ihre Gedanken ja nur eine Kopie von den Dingen, die in der Schule und in der Zeitung ihnen gesagt wurde. Und es geht halt einfach darum, dass wir ja wieder selber denken und schauen, was für uns stimmt. Und wenn wir merken, das stimmt für mich oder das stimmt für mich nicht, dass wir dann auch zu dem stehen und das so machen. Ja, und ich glaube, das ist das, was wir uns alle, gerade für die kommenden Zeiten, wirklich, wirklich zu uns nehmen dürfen und wirklich in unseren Alltag integrieren dürfen und vielleicht sogar müssen. Wir hatten auch noch als Thematik, was ist denn das Beste, was wir jetzt derzeit tun können und sollen, in Anbetracht der Dinge, die wir vielleicht jetzt nicht gerade im Alltag ändern können, die jetzt einfach immer noch geschehen. Dass wir auf unsere Gedanken schauen und auf unsere Gefühle und dass wir unserem Herzen folgen. Also jeder Mensch hat eine andere Aufgabe, warum er hier ist. Und wenn wir das tun, warum wir hier sind, dann sind wir ja an dem Ort, wo unser Platz ist im göttlichen Plan. Und das ist ja das Bestmögliche, was wir tun können. Und wie spüren wir, ob wir jetzt auf diesem Weg sind, dass wir unseren Platz im göttlichen Plan einnehmen? Also das ist so ein Gefühl. Also zum einen, weil es einem Freude macht, und zum anderen, weil man das wie in seiner Seele spürt. Also ich finde, das ist nicht etwas, was man vom Kopf her irgendwie dann weiß. Meintest du auch damit den Ungehorsam der Liebe? Also dass einfach gewisse Dinge gar nicht mehr möglich sind, wenn wir wirklich aus dem Herzen handeln und in der Liebe handeln? Und dass wir das aber sehr genau spüren, aber nur dann, wenn wir uns genug Zeit nehmen, oder? Ja, oder eine gute Verbindung zu unserer Seele. Und Liebe heißt ja nicht immer, dass man zu allem Ja sagt oder alles gut findet. Also wenn irgendwas da ist, wo schädlich ist, dann kann man ja auch sagen, das gefällt mir nicht, da mache ich eine Grenze.